To and Fro ist ein Duo für Violine und Oboe. Das habe ich in 2009 für 2 Solisten aus der Staatskapelle Dresden geschrieben. Und es war mir sehr wichtig, ein Stück zu schreiben für diese fabelhafte Musiker, die aber tatsächlich extrem wenig Erfahrung mit zeitgenössischer Musik haben. Ich war damals von der Klangfarbe des Orchesters total beeindruckt. Sie sind eigentlich fabelhaft, aber sie haben ein sehr spezialisiertes Repertoire, kann man sagen. Und dann habe ich Oboe und Geige ausgesucht und ich habe versucht, eine sehr, sehr ausgestreckte melodische Linie zu schreiben, das auf die 2 Instrumenten aufgeteilt ist, dass sie immer ineinander gehen, dass die Klangfarbenpalette sozusagen unter denen aufgeteilt ist und immer wieder gemeinsam aufgelotet ist. Die 2 Musiker stehen relativ weit auseinander und spielen diese Linie zueinander hin und her. Das ist eine Art Dialog, aber gleichzeitig agieren sie wie ein Einzelinstrument. Ich hatte in der Zeit auch viele Stücke geschrieben, die auch sehr leise sind. Ich habe auch extrem viel sehr laute, cholerische, energiebeladene Stücke geschrieben. Aber immer wieder mag ich mich zurückziehen, sozusagen, solche Arbeiten verfolgen, die wirklich mit dieser zarte, sehr intime Art von Dialog unter den Musikern, das nochmal zu forschen, nochmal auseinanderzugehen. Und es ist schon ziemlich intim und muss wirklich mit einer großen Aufmerksamkeit aufeinander gespielt werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Stück natürlich auch im Dialog mit dem Publikum auch steht. Und dass die dann als eine Einheit im Dialog auch mit dem Publikum und dann mit dem Raum auch stehen. To and Fro bezieht sich auf ein Zitat aus Neither von Samuel Beckett. Neither hat er eigentlich von Morton Feldman in, glaube ich, 62 geschrieben. Und es gibt so ein kleines Zitat, ich lese das vor. To and fro in shadow, from inner to outer shadow, from impenetrable to impenetrable unself, by way of neither. You've got a row of a series of negations. Aber ich finde es ein wunderschönes Zitat. Und diese Idee, dass man innerhalb von einem von einem Schatten einen anderen Schatten findet, dass man differenziert unter verschiedene Art von Schatten und eine sehr subtile Differenzierung unter Farben und Ausdrucksmöglichkeiten auslotet. Wie macht man das aus? Wie kriegt das hin? Aber ja.